Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Häkelkanal Häkeln mit Elli und ich bin die Elli. Heute möchte ich mit euch so eine Handytasche zu häkeln. Die ist richtig gut fürs ein Handy, da passt ja auch noch ein bisschen mehr als ein Handy. Ja, habe ich schon. Und da wird auch noch auf jeden Fall Schlüssel reingepasst und noch Kleinigkeiten. Also passt richtig gut. Die Tasche hat die Breite von 14 cm. Die Länge ist 19 und die Tiefe ist 4 cm. Für diese Tasche habe ich nicht viel von Garn benötigt. Ich habe 2 ganze Knäule für die Tasche und für eine Seitenteil benutzt. Und von dem dritten Knäuel habe ich eine Seite benutzt. Also von den dritten Knäueln, das ist das, was geblieben ist. Das ist also relativ wenig habe ich benutzt. Also in so einem Knäuel sind circa zwischen 100 bis 110 Meter. So, zeige ich nochmal von innen. Ich hoffe, es wird euch gefallen und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Für die Tasche nehme ich Makramee-Garn. Das ist die synthetische Faser. Hier steht auch nochmal drauf. So, ich habe gewählt die Farbe Gold mit Glitzer und in 3 mm. Dann benötige ich noch viele Marker, Schere, Feuerzeug, Häkelnadel Nummer 4 und eine kleinere Häkelnadel, Faden zu verstecken. Dann ein Taschenschloss, 2 D-Ringe, eine Kette und Schraubenzieher. So, das Endstück werde ich es ein bisschen mit dem Feuerzeug befestigen, dass das nicht hier auseinander geht. Nehme dann die Häkelnadel Nummer 4 und beginne mit 19 Luftmaschen. Die erste Masche zähle ich mit und die häkle ich nicht so fest. Sieben und so weiter, dass man 19 Luftmaschen hat. 19 Luftmaschen sind jetzt fertig. Ich drehe die Kette einmal um und auf der Rückseite gibt es auch diese Schlingen und unterdurch häkle ich. Also die erste lasse ich aus, gehe ich unter der zweite und mache eine feste Masche. In die nächste und eine feste Masche häkeln. Also unter der Schlinge gehen, sieht so aus. Und so häkeln wir bis Ende der Reihe und da werden 18 feste Maschen sein. 17 feste Maschen habe ich jetzt gemacht und mache die letzte 18. Masche nicht am Endstück,
die feste Masche häkeln, also unter diese Schlinge. Und die feste Masche. Ich beende die Reihe immer mit der Luftmasche. Alle Reihen werden dann mit Luftmasche beendet. So, beginnen mit der nächsten Reihe. Und zwar, wenn wir jetzt einmal die Arbeit umdrehen, sehen hier die Kette. Die Kette besteht aus 2 Schlingen. Das ist die vordere Seite und das ist die hintere Seite von der Schlinge. Wir werden immer hintere Schlinge nehmen. Von der Seite. Und wenn wir jetzt die Arbeit umdrehen, hier haben wir auch noch eine Kette. Es ist ja nur bei dieser Reihe. Nehmen wir auch dann die vordere Seite von dieser Kette. Also, wir lassen jetzt eine Masche aus, gehen in die nächste, also die hintere Seite nehmen. Und hier nehmen wir das Endstück. Das versucht immer wieder sich zu verstecken, aber wir ziehen daran und so machen wir dann die erste feste Masche. Dann die zweite hintere Seite nehmen und hier nehmen wir die vordere Seite und häkeln die feste Masche. Dann in die nächste hintere Seite und auf der Seite wird die vordere Seite genommen. Hintere Seite und die vordere Seite. Hintere Seite und die vordere Seite. Und so häkeln wir dann bis Ende der Reihe. Insgesamt 17 feste Maschen und bei der 18 zeige ich, wie dann die Reihe beendet wird. 17 feste Maschen habe ich jetzt gehäkelt. Ich mache die letzte 18. und die ist ein bisschen versteckt. Müsst ihr einmal gucken, wo unsere Kette war. Hier ist der Vorderrand und auf der Rückseite war diese Schlinge. Und häkeln dann die letzte 18. Masche. Machen wieder Luftmasche. Drehen die Arbeit um. Jetzt häkeln wir die hintere Seite von der Kette und auf der Seite, wenn wir ein bisschen so umdrehen, sind ja einzelne Schlingen, die wir nehmen können. Also jetzt wird es ein bisschen einfacher. Wir lassen jetzt eine Masche aus, gehen in die zweite, also wieder hintere Wand nehmen und hier dann die erste Schlinge und häkeln dann die Masche. Wieder
hintere Wand und die nächste Schlinge. Und die Masche häkeln. Und so häkelt man dann bis Ende der Reihe. Macht ihr erstmal 17 feste Maschen und die 18. zeige ich euch. So, die 18. Masche versucht sich immer zu verstecken. Das ist ja die Luftmasche, die wir gemacht haben, als wir die Reihe gewendet haben. Also, die ist immer so ein bisschen versteckt. Nicht verlieren, das ist sie. Und hier nehmen wir dann diese Schlinge und machen die feste Masche. Wieder die Luftmasche, aber drehen und alle Reihen werden jetzt immer gleich gehäkelt, weil wir hier jetzt eine Kette haben und auf der Seite haben wir immer nur eine Seite. Wir lassen wieder eine Masche aus, gehen, nehmen uns hintere Seite und hier diese Schlinge und häkeln die feste Masche. Hier durch, dadurch und feste Masche häkeln. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Kette und diese Schlingen miteinander ein bisschen so zusammendrücken. Und dann könnt ihr genau sehen, welche Masche und welche Schlinge ihr nehmen sollt. Und so häkelt man jetzt bis Ende der Reihe. Und die anderen Reihen werden immer gleich gehäkelt. So, dann häkelt ihr bitte bis Ende der Reihe. Wieder am Ende der Reihe angekommen. Nicht vergessen, dass die 18. Masche sich immer versucht zu verstecken. Das ist die hier. Und die Schlinge da. Und häkelt dann feste Masche, Luftmasche und die Arbeit drehen. Und wir fangen wieder die Reihe von vorne zu häkeln, genauso die Reihe danach war. Eine Masche auslassen, hintere Wand nehmen, hier haben wir nur eine Schlinge, gehen unter durch und machen uns die feste Masche. Die nächste. Und so häkelt man dann weiter in die Höhe.
Ich habe jetzt Teil weiter gehäkelt und insgesamt habe ich 59 Reihen gemacht. Wie ich die Reihen gezählt habe, könnt ihr hier die Schlingen sehen. Und die habe ich gezählt. Ich habe von einer Seite 59 und von der anderen Seite habe ich auch 59. Und ich habe dann die Länge (49 Zentimeter) und die Breite ist 13 Zentimeter. Und so soll das aussehen. Das ist einmal umdrehen. Das ist die Vorderseite. Und wir häkeln gleich nochmal die Seiten. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch zeigen, wie man zwei Endstücke miteinander verbindet, wenn der Knäuel zu Ende ist. Und zwar, das gilt nur fürs Polyesterschnur oder für Synthetikschnur, nicht für Baumwolle. Ich brenne beide Endstücke ein bisschen so an und solange die noch heiß sind, verbinde ich die miteinander. Und dann rolle ich da mit den Fingern und so ist es verbunden. Wenn man da ranzieht, ist es jetzt fest. Wenn man richtig dolle dran zieht, dann geht es natürlich wieder auseinander. Wollte ich nur mal zeigen, wie man diese beiden Endstücke miteinander verbindet. Wir beginnen jetzt mit dem Seitenteil und machen dann 6 feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6. Wir machen ja auch das gleiche Muster wie unsere Tasche. Eine Masche auslassen und dann häkeln wir 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Luftmasche und wie gehabt an hinterer Wand und an der vorderen Wand feste Masche häkeln. Eins, 2, 3, 4 und 5. Luftmasche. Hier wird es ein bisschen leichter, weil wir nur auf einer Seite diese Schlingen haben.
Wir lassen eine Masche aus, gehen in die nächste und so weiter häkeln wir 5 feste Maschen. Bei der letzten nicht vergessen, sie versucht sich immer wieder zu verstecken und dann häkeln. Wieder Luftmasche, die Arbeit drehen und so häkeln wir weiter. Zwei, drei, 4 und 5. Wir häkeln jetzt weiter. Ich habe jetzt weiter gehäkelt und wenn ich hier diesen Seitenteil festhalte, wo das Endstück auf der rechten Seite ist, habe ich insgesamt 17 solche Schlingen. Auf der Seite habe ich nur 16. Und jetzt werde ich dann den Ring anhäkeln. Und zwar der Ring kommt auf diese Seite. Luftmasche haben wir gemacht und häkeln dann. Die Luftmasche habe ich vergessen. Die Luftmasche. Die erste Masche ganz normal häkeln. Bei der zweiten, dritten und die vierte Masche häkel ich der Ring rein. Und zwar, ich gehe unter diesen beiden Schlingen. Dann Häkelnadel kommt in den Ring rein, hol mir den Faden und so mache ich die feste Masche. Bei der zweiten genauso. Bei der nächsten Masche genauso. Und die letzte Masche, das ist die 5. Masche, die häkeln wir einzeln. Luftmasche. Und häkeln wieder zurück die Reihe. Darauf muss ich nichts mehr beachten, da ist nichts. Einfach weiter häkeln. Luftmasche umdrehen und ich häkel noch ein paar rein und dann sage ich genauso, wie viel ich gehäkelt habe. So, ich habe jetzt weiter gehäkelt und wenn ich ja Teil angucke, wo der Ring ist, habe ich noch 1, 2, 3 solche Schlingen und auf der Stelle werde ich dann die letzte Reihe häkeln und zwar die letzte Reihe häkel ich ganz anders. Ich gehe diesmal unter die beiden Schlingen durch und hole mir diesen Faden noch und häkel die feste Masche unter die beiden und zusammen häkeln. Dann beende ich die Reihe so, dass hier keine Stufe mehr entsteht. Es wird ja dann eine feste Reihe sein, dass das von beiden Seiten gleich aussieht. Die dritte
4. und die 5. Auf der Stelle schneide ich den Faden ab, ziehe ich an den Faden und auf der Rückseite kann man diesen Faden unter diesen Schlingen verstecken. Und wir brauchen jetzt 2 solche Teile. Also ihr müsst ja gleich noch so ein Teil häkeln und dann verbinden wir da die Tasche mit den Seiten. Okay, dann häkeln wir noch ein zweites Teil davon. So, beide Teile sind jetzt fertig. Ich zeige noch mal, wie ich die Endstücke verstecke. Ich nehme jetzt auch kleinere Nadeln und ziehe dann den Faden hier durch die Maschen. So, dann ziehe ich an den Faden, dass das hier sich ein bisschen so leicht zusammenzieht. Schneide ich den Faden ab, nehme den Feuerzeug, brenne das ein bisschen an und dann ziehe ich hier alles auseinander und dann ist es versteckt und sieht man kaum, dass da Endstück drinne versteckt ist. Auf der Seite mache ich genauso. Ziehe ich den Faden dann auf die andere Seite. So, beide Teile sind fertig und werden dann an unsere Tasche annähen. Verstecke ich genauso diesen Endstück und dann befestigen wir die Seitentaschen. So, dann wollen wir jetzt die Seiten an die Tasche bringen und was ich noch vergessen habe zu sagen, als ich die Tasche gehäkelt habe, die letzte Reihe, ich habe den Faden nicht abgeschnitten. Ich habe hier so ein langes Stück gelassen. Damit werden wir auch die Taschenseiten befestigen, zeige ich ja auch gleich. Jetzt brauchen wir unsere Marker. Ich verbinde jetzt beide Teile. Das wird das obere Seite sein und verbinde ich dann beide Teile erstmal mit den Marker. So bei der ersten Masche anfangen, an beiden Seiten.
So, machen wir weiter. Bis zu der Ecke angekommen. Verbunden. Dann der Boden. So, dann einmal wenden und weiter mit dem Marker beide Teile miteinander verbinden. So, eine Seite habe ich fertig gemacht. Jetzt mache ich die zweite Seite genauso wie die erste mit dem Marker an die Tasche befestigen. Und so weiter. Genauso wie diese Seite. Beide Seiten sind jetzt an der Tasche befestigt und wir fangen jetzt die Teile mit der Tasche zu verbinden. Aber bevor es losgeht, häkel ich noch eine Reihe hier oben. Ganz normale feste Maschenreihe unter den beiden Schlingen. Also Luftmasche habe ich jetzt gemacht. Ich gehe jetzt unter den beiden Schlingen durch und mache dann die feste Masche. Bis Ende der Reihe unter den beiden Schlingen mache ich jetzt die Reihe zu Ende und ich brauche diese Reihe, weil die Reihe ist ja dann nicht so dick wie die Tasche selber, um den Schloss zu befestigen. So, dann machen wir jetzt bis Ende der Reihe und das sieht ja so aus. Bis Ende der Reihe angekommen, dann mache ich noch die letzte Masche. Und fange jetzt mit Kettmaschen hier weiter zu häkeln und mit Kettmaschen verbinden wir auch beide Teile miteinander. Ich gehe mit der Häkelnadel jetzt da rein, wo meine letzte Masche war, hole den Faden und so mache ich die erste Kettmasche. Dann in die nächste Masche rein. In die nächste. Und so häkeln wir dann bis den ersten Marker, wo unsere Seite ist. Also mit Kettmaschenreihe weiter häkeln bis zu den ersten Marker. So, ich bin jetzt bei den Marker angekommen, mache den Marker einmal ab und weiter häkele ich mit Kettmaschen. Aber diesmal muss ich ja beide Seiten miteinander verbinden. Ich gehe jetzt oder ich hole mir den ersten Faden. Also ich muss
einen Faden von der Seite holen, einen Faden von der Tasche. Sind jetzt diese Schlingen, das könnt ihr auch richtig gut sehen, zeige ich euch gleich. Das sind die, und dadurch geht ihr und häkelt dann die Kettmaschen unter diesen Schlingen und genauso auf der Seite. Aber zuerst wird geholt von der Seite der Faden, dann von der Tasche. Zeige ich mal. Der Faden, was wir jetzt haben, geht in die Tasche rein. Wir holen uns den Faden von der Seite, dann holen wir uns Faden von der Tasche. Man kann auch ein bisschen kleinere Nadel benutzen. Dann Faden holen und durch alle 3 Schlingen Faden ziehen. Dann wieder von der Seite, von der Tasche. Achtet bitte darauf, dass der Faden unten ist, nicht so wie jetzt bei mir oben. Also. Und Faden durchziehen. Macht diese Kettmaschen hier nicht zu fest, nicht, dass die Tasche nachher so zusammengedrückt ist, ne? Also nicht zu fest ziehen. Dann gehen wir weiter in die nächste. Da einen Faden holen. Da Faden holen. Und durch alle 3 Schlingen häkeln. Und es wird weiter so gehäkelt. So, wir häkeln jetzt weiter bis zu der Ecke. Nicht vergessen, dass der Faden immer unten ist und wir holen zuerst von der Taschenseite und dann von der Tasche selbst den Faden. Ich werde gleich auch noch mal die Häkelnadel tauschen, weil mit der 4 zu häkeln ist es ein bisschen zu schwer, nämlich die 3 oder 3,5 und dann mache ich weiter. Also bis zu der Ecke weiter verbinden. So, bis der Ecke angekommen und hier am Boden haben wir diese 5 Schlingen und an der Tasche haben wir dann 5 solche Seitenschlingen, würde ich mal so sagen. Die verbinden wir genauso weiter. Also zuerst gehe ich mit der Häkelnadel da rein und ja, ich habe jetzt Häkelnadel Nummer 3,5 genommen, weil die ein bisschen einfacher ist, dann durch diese Schlinge reinzustechen.
Und so verbinde ich dann weiter bis zu der nächsten Ecke. So, dann drehen wir wieder um und häkeln genauso wie auf der Seite bis zu den letzten Marker. Also weiter bis zu den letzten Marker häkeln. So, bei der Ecke bin ich jetzt angekommen und mache dann die letzte Masche. Und jetzt ist der Teil mit der Tasche verbunden. Der nächste Schritt ist, ich gehe dann unter jede dieser Schlingen durch und mache weiter bis auf die andere Seite Kettmaschenreihe. So, dann geht sie bis zu diesem Marker und verbindet dieses Teil genauso wie dieses. Dann einmal der Anfang rumherum, kommt hierher und dann macht ihr hier eine Kettmaschenreihe genauso wie auf diese Seite und dann zeige ich, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt hier am Ende angekommen und mache weiter mit Kettmaschenreihe, also da, wo wir aufgehört haben oder da, wo die Reihe anfängt, gehe ich unter den beiden Schlingen und bis zu Ende häkle ich dann Kettmaschen. So, dann bis Ende der Reihe Kettmaschen häkeln. Was ich noch sagen möchte, falls die Tasche, wenn ihr die gemacht haben, irgendwie so nicht so hundertprozentig Halt hat, ne? Also dass beide Seiten irgendwie miteinander nicht stimmen. Ihr könnt Folgendes machen. Wir haben hier insgesamt diese 20 Reihen gehäkelt, was ich gesagt habe, diese Schlingen habe ich gezählt. Ne? Ihr könnt von der Seite, von dieser Seite, nicht von dieser Seite, wo die Klappe ist, von dieser Seite zählt ihr dann auch 20 Schlingen. So nach unten, macht hier den Marker. Das heißt, das ist ja der Boden von der Seite. Dann nehmt ihr noch 5 solche Schlingen, weil das ja auch 5 Maschen hier waren. Und dann geht ihr nochmal 20 nach oben und setzt wieder Marker auf. Und dann macht ihr von beiden Seiten. Gut, dann machen wir mal weiter. Kettmaschenreihe und dann sind wir fertig mit der Tasche.
So, ich bin jetzt auch am Ende der Reihe angekommen. Mache die letzte Kettmasche. So ein Stückchen von Faden ist bei mir geblieben. Also mache den Faden raus und verbinde mit nahtlosen Übergang die Reihe. Also ich suche jetzt die erste Masche, Kettmasche, die wir gemacht haben. Gehe unter durch, ziehe den Faden durch und von der Rückseite gehe ich da rein. Da, wo der halbe Faden rausguckt, ziehe ich den Faden auf die Rückseite und so ist nahtloser Übergang gemacht. So, die Tasche ist fertig. Wir müssen jetzt nur Schloss befestigen, Kette ran machen, Faden verstecken und das war's. Also, habe ich hier so ein Schloss, wo der Stoff da reingesteckt wird. Ne? Ich mache das mal ab. Das sind zwei kleinen Schrauben. Es hat auch ziemlich lange gedauert, dass ich ja so einen Schraubenzieher finde, der auch für diese kleine Mini-Schrauben passt. Also mache ich ab. Ups, jetzt ist weg, verloren. Muss ich gleich noch mal suchen. Und zweiter. Und dieser Schloss wird jetzt mit der Hilfe, mit den anderen Schraubenzieher reingesteckt in die Tasche. Also, ich zeige euch einmal den Prinzip. Ihr steckt das da rein, Stoff. Guckt auch von der anderen Seite, dass es auch reingesteckt wird. Und so Stück für Stück macht ihr dann Stoff ins Schloss rein und guckt, dass ihr auch von beiden Seiten oder mittig ist. Und dann zum Schluss werde ich ja auch befestigen. Falls ihr solche Schlösser nicht habt, nein, nicht jeder kann sowas haben, man kann auch Magnetknopf befestigen oder einen anderen Schloss, je nachdem wie lustig ihr seid. Und ich habe ja so einen, den möchte ich gerne verwenden und mache ich den gleich noch mal fest und dann zeige ich, wie das aussieht. Der Schloss ist jetzt befestigt und ich mache ja diese Zunge noch fest. Wie mache ich das? Also mache ich hier auf, hole das Metallteil da raus, mache das hier einmal zu und gucke genau, wie ich die Tasche dann oder diesen Teil da reinstecke. So, das muss auch gerade sein, also mittig, nicht nach rechts oder links gehen. So, dann mache ich ja wieder auf, vorsichtig. Steckt diese Füße nach innen, guckt, dass sie wirklich in der Mitte ist. Ich zähle immer diese Schlingen von den Seiten. Genauso wie beim Schloss habe ich ja auch gemacht, dass ich die Mitte erstmal alle durchgezählt habe, die Mitte markiert und dann befestigt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, muss passen. Guck gleich nochmal. Mach nochmal zu. Und guck. Ja, es ist richtig. Dann nimm dieses Metallteil. Steck das wieder an diese Füße und nehme dann diese Teile, die rausgucken, an die Seiten. Und so habe ich dann auch dieses Teil befestigt. So sieht es aus. Könnt noch ein bisschen rausbiegen nach innen, dass das nicht im Wege ist, wenn man die Hand reinsteckt oder das Handy. Und jetzt ist die Tasche komplett fertig. Passt genau mein Handy rein. Da wird ja noch Schlüssel reinpassen, Lippenstift oder je nachdem, was ihr gerne so in die Tasche haben wollt. So, dann kommt zum Schluss noch die Kette. So, alles befestigt. Die Kette ist ein bisschen zu gelblich als das Schloss, aber es ist nicht so schlimm, weil das ja alles so goldig ist. Ich mag die. Ja, das war's. Die Tasche werde ich noch mit dem Bügeleisen einmal durchbügeln, also mit dem Dampf. Ich achte auch darauf, dass ich keinen Kontakt zu der Tasche habe. Also ich lege ein Handtuch drauf und gebe ihr dann ja so die Form und lasse sie austrocknen, die Tasche. Und ja, man kann auch solche Sachen zum Beispiel auch in der Waschmaschine waschen, bei 30 Grad. Also die Handwäsche. Diese Kette kann man abmachen. Das Schloss und das Teil kann man auch alles abmachen. Ab in die Waschmaschine und es funktioniert auch. So, das war's. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich werde mich auch freuen, wenn ihr Daumen hoch macht, meinen Kanal abonniert. Das inspiriert mich dann auch für euch, weitere Sachen zu machen. Dann wünsche ich jetzt viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal.